Ich möchte jetzt sprechen mit Frau Professorin Gisela Dax aus Tel Aviv, mir jetzt zugeschaltet. Schauen wir mal auf die aktuelle Situation, lassen erstmal den Libanon sein, weil die große Frage ist, und da würde ich Sie gern fragen, worauf wartet Israel? Die Vergeltung des Angriffs des Irans auf Israel. Da hatte ja Benjamin Netanyahu umgehend angekündigt, man würde zurückschlagen, also Vergeltung üben. Bislang ist nichts passiert. Was vermuten Sie? Ja, ich denke, diesmal sagt man sich auch in Israel, so wie das der Iran gemacht hat, man muss es ja nicht gleich machen, man kann durchaus auch warten und einmal die anderen in dieser Wartehaltung lassen, um zu sehen, ja, was kommt jetzt und in welcher Form. Das Kabinett in Israel ist auch gestern Abend trotz des hohen Feiertags zum neuen Jahr zusammengetreten, um eben genau über solche Schritte, nehme ich an, zu beraten. Sicherlich auch in Kontakt mit Amerika. Direkt hört man von der Regierung dazu natürlich nichts, aber wenn man jetzt die Worte des ehemaligen Premierministers Ehud Olmert hört, der also gefragt wurde, dann hat er gesagt, Israel müsse jetzt präzise, kluge und schmerzhafte Schläge zufügen. Und ich glaube, in dem hat man da alles mit drinnen. Also klug in dem Sinne, dass es jetzt so passiert, dass es eben nicht einen wirklichen direkten großen Dauerkrieg gibt mit dem Iran, aber trotzdem ein klares Signal, dass der Iran nicht einfach Israel so angreifen kann, wie er das getan hat. Und das findet jetzt auch in Abstimmung wahrscheinlich mit Amerika statt. Welche Art der Schläge wohin Israel wann machen wird, das ist im Augenblick noch offen. Mhm. Ich habe gerade berichtet über diese Information, die es ja gegeben hat, nächtlicher Angriff des israelischen Militärs im Libanon, und zwar auf Beirut. Und möglicherweise ist dort der Nachfolger des von Israel getöteten Hisbollah-Anführers Nasrallah getroffen worden. Für wie geschwächt halten Sie durch diese Aktion, die es auch vor der Tötung Nasrallahs schon gegeben hat, die Hisbollah im Libanon so geschwächt, dass sie gar nicht in der Lage ist, aktuell in diesem Konflikt noch einzugreifen? Naja, sie ist noch in der Lage, genug Raketen auf Israel abzufeuern, auch heute Morgen wieder bis weit zum See Genezareth und bis nach Haifa. Das kann sie in jedem Fall. Wer gerade in Beirut gelandet ist, ist der iranische Außenminister, der sich da möglicherweise auch mit den Verbliebenen in der Führung beraten möchte. Tatsache ist schon, dass sehr viele der obersten Führungsschicht tatsächlich getötet wurden. Es ist immer die Frage, wie viele gibt es, die da nachrücken können und wie entscheidend ist es, dass diese Personen dann da wirklich wichtige Funktionen einnehmen. Wenn man dem israelischen Generalstabschef glaubt, dann sagt er, naja, es geht um zwei Sachen im Augenblick für die Armee mit dem Ziel, die israelische Bevölkerung wieder in ihre Dörfer und Ortschaften an die Grenze zurückbringen zu können. Das ist einmal unmittelbar gegen diese schweren Waffenlager, also man wusste davon, aber man hat sie jetzt auch noch wirklich mehr entdeckt, direkt an der Grenze zu Israel gelagert sind, dadurch Bodentruppen da vorzugehen und parallel gegen das Hauptquartier, also dieses Viertel, wo sich die in Vorort von Beirut, Dachie, wo sich die Hisbollah richtig etabliert hat. Gab es auch Aufrufe an die Bevölkerung, also ihr Viertel da zu verlassen. Da will wohl die israelische Armee sehr gezielt gegen die Führungsstruktur oder das, was davon verblieben ist, der Hisbollah weiter vorgehen, damit man da sich also einfach auch jetzt nicht erholen kann. Lassen Sie uns gleich weiter sprechen, Frau Dax, und zwar noch mal über ein anderes Thema. 10 Jahre nach ihrer Entführung durch die Terrormiliz Islamischer Staat ist nämlich eine junge Jesidin in ihre Heimat zurückgekehrt. Aufnahmen zeigen, wie die heute 21-Jährige mit ihrer Familie wiedervereint worden ist. Soldaten der israelischen Armee hatten die Frau aus Gaza befreit. Im Alter von 11 Jahren war die Jesidin aus ihrer Heimat im Irak verschleppt und schließlich von einem Palästinenser im Gazastreifen als Sklavin festgehalten worden. Das teilte Israels Außenministerium mit. Und noch immer sollen sich ja mehr als 2500 jesidische Frauen und Mädchen in Gefangenschaft befinden, die damals vom IS entführt worden sind. Frau Dax, wenn man diese Meldung hört, wenn man weiß, was möglicherweise die Frau erlebt hat, was hat sie eigentlich selbst zu diesen Jahren in Gaza gesagt? Also sie hat sich jetzt erstmals gemeldet, also hat ein Interview gegeben gegenüber einem israelischen Journalisten, wie sie überhaupt befreit worden war. Und da, was man jetzt da zusätzlich erfahren hat, ihr Sklavenhalter sozusagen
sei bei einem israelischen Luftangriff ums Leben gekommen und daraufhin ist sie also rausgelaufen und hat sich versteckt und hatte sich dann da mit israelischen Soldaten haben sie dann dort gefunden. Und so ist sie dann im Grunde befreit worden, rausgekommen. Ich meine, die war als 11-jähriges Mädchen dort und ist jetzt eine 21-jährige Frau. Das ist schon sehr dramatisch. Ja, ich weiß jetzt nicht, also Sie haben es gerade erwähnt, sie ist wahrscheinlich schon wieder zurück auf dem Weg zu ihrer Familie im Irak. Das ist eine der wenigen guten Nachrichten, würde ich sagen, die man in den letzten Tagen und Wochen hier hatte. Wird aber so ein bisschen natürlich konterkariert, wenn man hört, dass noch 2500 weitere Frauen sich in wessen Hand auch immer, zumindest seinerzeit durch den IS entführt, befinden. Da gibt es keinerlei Informationen, wie es denen geht, wo die sich aufhalten. Also ich glaube, dass dieser Fall im Gazastreifen wirklich so eine Art Zufallsrettungsaktion war. Also von da hatte man ja auch gar keine große Ahnung, dass solche Sachen, also dass an einen Palästinenser dieses Mädchen verkauft worden war. Da gab es eigentlich bisher sehr wenig Berichte darüber, dass die auch im Gazastreifen waren. Also das glaube ich weiß nicht, ob da noch andere im Gazastreifen sitzen. Bisher hat man davon nichts gehört gehabt. Sagt Frau Professorin Gisela Dirks, zugeschaltet aus Tel Aviv. Recht vielen Dank für das Gespräch. Danke auch.